Ihr Lieben, herzlich willkommen zur inzwischen 19. Ausgabe von Namas University im Gespräch. Will sagen, Katharina und Martina in deutscher Sprache im Gespräch. Die Ereignisse der letzten Tage, die Bekanntmachung, die außergewöhnliche Bekanntmachung des Sanat Kumara, die haben viel in Bewegung gesetzt. Wir sind überschüttet worden mit Fragen. Wir haben generelle Themen, die wir mit euch vertiefen wollen, wie Integration, freier Wille, Lichtsprache, was geschieht hier gerade auf der Erde. Wir wollen uns in der heutigen und in den nachfolgenden Sendungen bemühen, die Fragen und Themengebiete zusammen zu behandeln. Das heißt, nicht jede einzelne Frage, sondern das Themengebiet insgesamt zu durchgründen, damit ihr die Komplexität und die Verbindung hinter den Dingen versteht. Katharina, lass uns doch mal beginnen mit dem Thema Integration. Gib mal deine Sicht auf, was bedeutet Integration für uns alle heute? Integration heißt für mich erstmal, dass ich sehen muss, was muss ich wieder in mich integrieren. Ich betrachte mich inzwischen als sehr lichtvoll, das war ich nicht mein ganzes Leben lang. Aber was habe ich abgespalten im Laufe meines Lebens? Was gehörte nicht zu mir oder was hab ich verloren? Mhm. Und was wurde durch Dunkelheit von mir abgespalten? Und das möchte ich nicht einfach, wie es viele Leute machen, so schön vergraben lassen, sondern ich möchte es sehen, ich möchte es erkennen und ich möchte es heilen und wieder in mich integrieren, um wieder ganz zu sein. Das geht mir genauso. Und dies geschieht eben nicht nur für mich, sondern für uns alle hier auf der Erde und für alle außerhalb der Erde. Also wie hier unten, so auch oben. Ja. Und unsere Integration auch mit dem Leben, das wir auf der Erde verloren hatten, das heißt den Kontakt zu allen Wesen der anderen Königreiche, Ja, zum Tierreich, zum Pflanzen- und Mineralreich, zum Konri- und Planreich, zum riesengroßen Deva-Reich, das war ja abgeschnitten. ja, und das integrieren wir jetzt alles wieder. Und vielleicht das Mhm. Mhm. Allerwichtigste, die Seele, unsere Verbindung Ja, zur Seele. ja, ja. Also das, was Yogis über Jahrtausende gesucht haben, indem sie jahrzehntelang meditiert haben, das ist jetzt eben viel einfacher möglich. Ähm, Das ist das große Wunder. Und das alles hat einen Sinn. Es dient nie einem Selbstzweck, sondern es dient äh, der Einheit allen Seins. Es dient dem, dass wir hier in der Welt der Form, hier auf der Erde, solche mächtigen Möglichkeiten durch uns wirken lassen. Also es dient nicht nur diesem Bliss, dem Samadhi, um das zu erfahren, diese Einheit mit dem Göttlichen, also das Yoga, sondern wir wollen es hier auch einsetzen. Dafür sind wir jetzt da, die jetzt erwachen sollen und wollen. Und diese Integration ist aus meiner Sicht unausweichlich, weil sonst gelingt uns dieser Frequenzsprung von der dritten in und durch die fünfte Dimension nicht. Dieses Ich sehe mich selbst getrennt von anderen, das kommt zu Ende. Aber damit das funktionieren kann, müssen wir erstmal integrieren. In uns selbst, aber auch mit den Menschen um uns herum, die bisher wie auch viele andere Wesen in unserem Leben keine Rolle gespielt haben. Da gab es einen sehr engen Fokus bei den meisten, die sagen, in meiner Spiritualität beschäftige ich mich mit Engeln oder aufgestiegenen Meistern oder mit dem Feenreich. Aber diese Scheuklappen muss ich aufziehen. Ja. Ich muss verstehen, welche Rolle jedes Wesen hier im Gesamtkontext miteinander hat und wie sie zusammenspielen. Das ist uns ja verloren gegangen. Ich kann auch nur erinnern nochmal an das, was unter jedem unserer Videos steht. Die Erde, wie ihr sie kennt, löst sich auf. Der Frequenzsprung in die fünfte Dimension und höher betrifft
alle Bewohner des Planeten. Und die wenigsten kennen die wahren Hintergründe. Dafür sind wir da, für die Hintergründe und um zu helfen, diesen Frequenzsprung gelingen zu lassen und in Anbindung der Seele zu leben. Und Integration ist ein mächtig wichtiger Teil davon. Dafür haben wir eben schon zum Thema Verträge gesprochen, Ego-Integration. Es ist nun mal leider auch komplex. Wir haben hier viele Jahrtausende zu heilen und das lässt sich nun mal auch nicht mal ohne einen gewissen Aufruhr machen. Ja, ich muss erst aus dieser Komfortzone raus, die ich mir Mhm. gebaut habe. Lass uns Mhm. mal ein aktuelles Beispiel nennen, von dem wir erfahren haben, wie sich Integration im Einzelnen von uns abspielen kann. Hast du was, was du mit uns teilen kannst? Fang du mal an. Ich glaube, du Ähm, bist da doch noch näher dran, insbesondere da du auch die Integrationsgespräche mit den sogenannten Urbösen geführt hast. Katharina, ja, das war eine sehr spannende Zeit. Die letzten 14 Monate, angefangen vom August vergangenen Jahres bis Ende September diesen Jahres, war ich Teil der Integrationsgespräche. Ähm, die Leute erinnern sich vielleicht, mit dem Beginn des Aufstieges von der dritten durch die fünfte Dimension in 2012 ist die Dualität zwischen Licht und Dunkelheit aufgehoben worden. Aber nicht in dem Sinne, dass eine jetzt verschwindet, sondern die mussten integrieren. Und das hat nicht stattgefunden bisher. Wir alle kannten lichte und dunkle Kräfte. Die meisten kannten Shambhala Meisterlehrer, aber denen war sich nicht bewusst, dass es ein dunkles Pendant gab, nämlich den Rat der 36 Dunklen, die also quasi das Gegengewicht zu Shambhala bildeten unter Leitung von Lord Puranasin. Die 36 dunklen Räte. Mhm. Genau die. Und mit denen haben Ja. wir zusammengesessen Mhm. am Tisch. Wer ist wir? Eine Vertretung aller Königreiche, die das Licht, die sich immer noch im Licht bewegten, angeführt natürlich vom Sanat Kumara. Und es waren zwei von uns Inkarnierte dabei. Ich war eine davon. Diese Gespräche waren äußerst zäh, weil die dunklen Räte am Tag A sagten, ja, wir sind einverstanden, wir können weitergehen, und innerhalb der nächsten 24 Stunden wurde diese Vereinbarung wieder gebrochen. Äußerst schmerzhaft, sehr viele Betrügereien. Das entwickelte sich dann so, dass mir die Leitung als Neutrale übertragen wurde und ich zum Jahresende letzten Jahres den Kaffee auf hatte und gesagt, Schluss. Ich mache so nicht mehr weiter. Wir können hier umeinander eiern, wenn keiner irgendwo aufeinander zugehen will und wenn wir uns nicht darauf verlassen können, was wir am Tisch abgesprochen wird, dann vergesst das Ganze. Ich habe dann ein Gespräch mit Tora Nasin geführt unter in Anführungsstrichen 4 Augen und gesagt, schau, es ist für mich absolut deutlich, dass du hier nur ein ausführendes Etwas bist und dass es hinter dir höhere Mächte gibt, die konstant dagegen stinken, was du hier verabredest. Ist es nicht Zeit, dass die auch mit an den Tisch kommen? Das hat Mhm. dann Anfang Januar stattgefunden. Und wir waren diese, ich sag mal, Hintermänner, das, was wir inzwischen als die 12 Urbösen bezeichnen. Das heißt, 12 der ursprünglich vom göttlichen Vater und der kosmischen Mutter erschaffenen 48 Fraktale, die sich irgendwann zu Beginn abgespalten haben und ein dunkles Paralleluniversum aufgebaut haben. Mhm. Wir sind dann Mal zu von Januar. Fraktalen zu kommen. Also die Fraktale sind eben selbstähnliche Kopien. Sprich, ein Gott. Geometrische Mhm. Formen, Ja. selbst ähnlich dem göttlichen Mhm. Schöpfer, aber spezialisiert auf bestimmte Bereiche. Und deren Aufgabe war es, den göttlichen Plan im Prinzip in Kreation zu bringen, umzusetzen. Und einer davon, den wir hier auf der Erde mit dem Namen Satan kennen, hatte aber ganz eigene Ideen und war mit ganz vielen Dingen, die er nicht durfte, unzufrieden.
Und da hat sich etwas aufgebaut, was schließlich zu einem Bruch geführt hat. Mit ihm sind 11 weitere gegangen und die haben ein dunkles Paralleluniversum aufgebaut. Und der Kern dieses Universums oder die größte Schwäche, muss ich besser sagen, ist, dass alle Wesen, die sich darin bewegten, nicht Teil des Schöpfers Plans waren, keine Verbindung zur Schöpfung und damit keinen Seelenfunken. Das heißt, die konnten sich selbst nicht ernähren und aufrechterhalten. Und deshalb haben die dunklen Kräfte sich über Tricks und Schliche an das lichte Universum angekoppelt und es ausgesaugt. Und der große Knall hier auf der Erde kam mit dem Untergang von Atlantis. Und in dem Moment haben die dunklen Kräfte hier auf der Erde übernommen und hatten ein derartiges Machtübergewicht, dass die Vertreter der lichten Seite in Shambhala vor der Frage standen, entweder wir geben jetzt auf und gehen oder wir akzeptieren vielleicht für eine lange Zeit eine untergeordnete Rolle, wo wir nicht wirklich die sein können, die wir sind. Und das Traumatische für uns, die wir das alle erfahren haben, ist, dass der Leiter des Königreichs der Menschen, Lord Maitreya, der Versuchung verfallen ist, mehr Macht zu bekommen, das Königreich der Menschen so darzustellen, als hätte es komplett das Sagen über die Erde, als gäbe es die anderen Königreiche nicht, den Sanat Kumara in eine Nebenrolle geschoben und letztendlich ausführende Hand Satans, um hier gewisse Dinge zum Vorteil des dunklen Paralleluniversums zu tun. Will heißen, jedwede Form von Ausbeutung, Korruption, Ausnutzen, von was immer es geht. Ja, das waren extrem schwierige Gespräche, sehr schmerzhaft, weil wir auch immer wieder körperlich attackiert wurden. Die Also auf Gespräche sind, energetische Weise körperlich attackiert. ja, also ich hatte derart körperliche Mhm. Schmerzen, dass ich teilweise mich nicht mehr bewegen konnte. Und Mhm. trotzdem jeden Morgen zurück an den Verhandlungstisch, um zu sagen, irgendwann hat das ein Ende. Und in diesen Integrationsgesprächen sind auf der dunklen Seite insbesondere Wesen auf mittlerem Niveau auf die Lichtseite zugekommen und haben gesagt, wir wollen nicht länger für die arbeiten. Gibt es einen Weg für uns zurück ins Licht? Können wir helfen? Können wir euch zeigen, wie der Apparat, den ihr nicht seht und kennt, funktioniert? Da möchte ich kurz einhaken. Das, was ihr nicht seht und kennt, es ist ja alles völlig im Verborgenen für die Menschen seit Jahrtausenden. Ist das nicht zu erkennen, was wirklich hinter den Kulissen, also auf energetischer Ebene, vor sich geht? Wir haben hier eine Riesenkrux, die ich auch gespürt habe in allen Gesprächen und in allen Fragen, die seitdem gekommen sind. Viele sagten, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich noch glauben? Wem soll ich denn jetzt hier noch vertrauen? Und es gibt für mich zwei Paare. Einmal Glauben. Ich muss glauben, was ich nicht beweisen kann. Und ich muss irgendjemandem vertrauen, der mir das sagt, was ich glauben soll. Im Bereich der Religion bin ich in diesem Glaubensfeld, aber auch im Bereich der Spiritualität, solange ich nicht selbst an meine Seele verbunden bin und von der ungefiltertes Wissen bekomme. Ja, ja. Das Wissen, die Weisheit, die bekommen wir eben nicht von außen, die bekommen wir nur von innen. Und wir haben alle weltweit anders gehabt, in uns zu gehen und zu sehen, was kann ich eigentlich noch glauben? Ne? Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, unsere Erde ist ein Trümmerfeld. Und wir haben im westlichen Kontext, in den westlichen Industrienationen noch das große Glück, am oberen Ende des Schlamassels zu leben, um das mal sehr platt Mhm. auszudrücken. Ja. Aber Wissen heißt, das Wort Wissen bedeutet etwas sehen oder erkennen. Und das ist, was du gerade gesagt hast. Es muss in mir erstmal geschehen. Ich muss in mir sehen und erkennen. Meine Augen
Meine Ohren geben mir nicht Zugang zu diesen höheren Dimensionen, von denen ich abgespalten war. Ja, und es gibt ja diesen Kampf um unsere Ruhe und um unsere Aufmerksamkeit. Also je mehr wir das noch können und wieder lernen, zu uns zu kommen und mit uns selbst in einen Dialog zu gehen, desto mehr Chancen haben wir auch, Wahrheiten zu erkennen. Ja. Aus meiner Sicht sind die Herausforderungen das, was du gerade sagst. Ich muss innerlich zur Ruhe kommen. Und das Zweite, die Bibliothek meines Geistes drastisch ausweiten und mich nicht auf ein oder zwei externe Personen fokussieren, die Mhm. irgendwelches Wissen vermitteln. Shambhala hatte einen Grund, warum wir als Team, das stetig wächst, an der Namas University parallel in vielen Sprachen arbeiten. Das Einzelgurutum ist vorbei, so wie du anfangs sagtest, in der Dualität. Da bin ich und da sind die anderen. Das Thema ist durch. Aber wir müssen uns jetzt an diese Veränderung erstmal gewöhnen. Ja, wir können alle unser eigener Guru sein. Also was ich jetzt alles schon erlebt habe, wenn die Leute sich auf diesen Weg einlassen, auf die Kraft der Seele und ihren Seelenfunken über sich stülpen. Also du kannst das wirklich wörtlich nehmen, ja, stell's dir vor und diese Vorstellung ist ja Wirklichkeit. Stell dir deinen Seelenfunken vor, wenn du deinen Namen hast, deiner Seele. Stell dir vor, wie dieser Lichtsprachename dich ganz umhüllt und, also Äh, da können auch wirklich spontan Dinge geschehen, die unfassbar sind. Kannst du ein Beispiel geben? Ja, ich glaube, wir hatten diese Kollegin schon mal erwähnt, die ihre Seele gibt ihr Informationen durch. Sie schreibt blind, also mit geschlossenen Augen, schreibt sie Informationen von ihrer Seele auf. Ja. Und dies haben wir noch weiter verstärkt, indem ich genau dieses mit ihr gemeinsam gemacht habe, nämlich diesen Seelenfunken. Und den seht ihr übrigens auf dem Buchcover des Lichtsprachebuchs von Jeschua. Diesen Seelenfunken zu nehmen, sich vorzustellen mit dem Seelennamen eurer Seelenmission, die nie endet, das auf euch einzuschwingen. Und bei ihr ist es einfach so geschehen. Sie war, wie sie sagte, völlig gedankenlos und du merktest diese Verbindung, weil ihr klapperkalt wurde. Das sind so hohe Schwingungen, dass einem eiskalt wird. Und es hat ein bisschen gedauert, 5 Minuten, bis sie dann wieder sich geerdet hat und so. Und aber sie hat mir auf einmal Dinge von sich erzählt, von mir erzählt, Downloads, Downloads, Downloads. Also ich kann nur sagen, probiert es aus. Eure Vorstellung ist Wirklichkeit. Das ist Energiearbeit und da muss jeder auch hin. Ja, und die Intention dazu setzen. Ja, Holt den Fokus zurück auf euch selbst und nach innen und informiert euch möglichst breitflächig. ja. Wenn all Hm. das, was wir, sag ich mal, in den letzten 10.000 Jahren an spirituellem Wissen und in Anführungsstrichen religiösen Formen von Aufstieg, wenn das funktioniert hätte, wären wir nicht in der heutigen Situation, die wir um uns herum sehen. Ja, also auch das älteste Wissen bedarf der Aktualisierung. Es ist bei allem, kommt ihr auf diese, oh, hatte das alles keinen Sinn? Doch, es hatte alles einen Sinn. Wir haben alle sehr viel gelernt woanders und es ist vielleicht nicht, es ist nun mal nicht mehr ganz up to date und wir müssen uns jetzt updaten über unsere Seelenführung. Meine eigene Erfahrung ist von den letzten 6 Jahrzehnten, ganz viele Dinge sind schiefgelaufen. Mhm. Aber auch wenn etwas schief läuft, ist da drin ein ganz wesentliches Etwas, was es zu lernen gilt, zu verstehen über mich selbst und was da draußen so wirklich alles in allen Dimensionen geschieht. Und Ja. letztendlich, wenn ich zurückschaue, könnte ich meine heutige Arbeit nicht machen, wenn nicht auch diese Dinge schiefgelaufen wären. Oder ich meinte, dass sie schiefgelaufen wären. Aber Upstairs sagte, nein, meine Seele sagte, nein, genau das sollte geschehen. Du musstest das erst lernen.
Ja. Also, und diese Erklärung von der Seele zu bekommen, ist das nicht herrlich? Absolut. Und dann am nächsten Tag: „Okay, heute geht's da und dahin.“ Also, ist das nicht wunderbar, statt, ewig im Außen zu suchen? Ich habe Hm, im Außen nie wirkliche Antworten gefunden. Und wenn etwas im Außen Antworten gegeben hat, dann ist doch sehr interessant zu verstehen, wenn dieses Außen weggenommen wird, irgendwelche Hilfsmittel, irgendwelche Gurus, dann stehe ich doch plötzlich wieder bei Null da oder mhm. mit sehr wenig und bin ängstlich und verunsichert. Und das wird auch so lange fortgesetzt, bis ich es nicht nach innen verlege, bis die Seele nicht vollkommen mit mir kommuniziert. Und da kriege ich die wahrsten und die ehrlichsten Antworten für mich selbst. Ja, und, wir haben alle die Freiheit, immer wieder nachzufragen und immer tiefer zu drängen. Also, nicht bitte nicht warten, bis euch irgendetwas gegeben wird, sondern verlangt jetzt auch mal Ja, das, was kommt und, fragt nach immer wieder. Ähm, Man kann das richtig einkreisen und, wenn es das Herz will und wissen will, wenn da was kommen soll, dann kommt da auch was. Also, es ja. Antworten kommen auf jeden Fall. Wichtig vielleicht noch zu sagen oder meine Erfahrung, stellt diese Fragen nicht mit einem gewissen Ziel, das ich bereits in meinen Gedanken formuliert habe. Also zum Beispiel, was muss ich tun, um das und das zu kriegen? Natürlich. Mhm. Weil das, was mein Kopf sich dann schon zurechtgedacht hat, hat wahrscheinlich nichts mit mir zu tun. Ja. Bestes Beispiel, alle 33, die heute bei der Namas University arbeiten, die sind aus ihrem gewohnten Leben gekegelt worden. Bums. So nach dem Motto, glaubt nicht, ihr wüsstet schon was. Glaubt nicht, ihr wüsstet, worum es in eurem Leben geht. Glaubt Nein. nicht, was Hm. wichtig ist zu haben oder zu kennen. Nein, Ja. du musst erst vollkommen leer werden, damit dir das Neue gegeben werden kann. Und dann nimm es auch an. Ja, wir haben da so oft noch so gewisse Bremsen: „Oh, das erlaube ich mir, aber das nicht mehr, das kann ja gar nicht sein.“ Und dann genau das, was so abwegig erscheint, genau das immer weiter verfolgen. Wir können uns das nicht ausdenken, was unsere Seele mit uns vorhat. Also ich verspreche sehr interessante Beispiele. Wir sind ja gerade dabei, die 6, die im Team für den Namas, für den Sanat Kumara arbeiten, in einem Buch unser Erwachen mit ihm darzustellen, aber auch, was dieses Erwachen gerade konkret für die Erde bedeutet. Und jede von uns ist rausgekegelt worden aus ihrem Leben oder in Situationen gelandet, wo du sagst, um Himmels Willen. Und dann war eben genau der Punkt, nicht diesen eingeübten irdischen Mustern zu folgen, von wegen Angst und Vorsicht und kann gar nicht sein. Je länger das jemand von uns gemacht hat, desto mehr tat es weh und desto länger dauerte es. Ja, Und in dem ja. Moment, wo ich dann angenommen habe, letztendlich all die Dinge, wo ich sage, alles, aber das nicht, Mhm. da liegt's. Da Das liegt's. ist Ja, vergraben. ja. Deshalb bin ich in Anführungsstrichen von diesen dunklen Kräften klein gehalten worden, damit sich das, was da wirklich drinsteckt, nicht entwickelt Ja, und nicht Martina. aufsteht. Und das gilt natürlich nicht nur für dich, sondern es sind ja, man kann ja sein Leben an euren Beispielen modellieren. Es ist ja ganz ähnlich. Ähnliche Lebensläufe bei allen, die an der Namas University Wir ernsthaft wollen studieren. Ansporn sein Mhm. für alle, hinzugucken, da wo es weh tut und nicht, wie uns unsere Gesellschaft lehrt, "Hm, ich gucke mal lieber nicht hin, das könnte gefährlich sein. Und statt nicht hinzugucken, gehe ich mich da draußen irgendwie mit irgendwas ablenken." Ja. Katharina, all die Menschen, die du und ich treffen jetzt, die stehen auf ihre eigene Art und Weise vor denselben Integrationsherausforderungen. Natürlich. Vor Natürlich. Ja, denselben, ja. bitte, Es ist nicht einfach. Wir haben das ja alle auch durchgemacht, aber die Befreiung, darum geht es ja, Befreiung für ja, uns alle, auf die können wir nicht verzichten. Dafür bin ich hier. ja.
Die kann man schlecht argumentieren, wenn jemand sie noch nicht erlebt hat. Wir können aber Mut machen, uns darauf einzulassen. Würdest du das auch so sehen? Absolut. Und wenn du wirklich merkst, was für Kräfte in dir schlummern, beziehungsweise durch dich arbeiten wollen, also es gibt nichts mehr, womit du dich klein machen musst und womit du dich abfinden musst. Nein, wir sind so grenzenlos. Ja, Wir sind grenzenlos. Und je mehr das geschehen kann, dass du dich als Seele hier auf der Erde verwurzelst und alles durch dich durchströmen lässt, desto größer wird dieses unfassbare Geschenk, das wir jetzt haben, als Seele das machen zu dürfen, durch diesen Körper. vielleicht aus meiner Sicht noch wichtig die Erkenntnis, keines, weder unsere Seele noch irgendwelche Meisterlehrer aus Shambhala wollen in irgendeiner Art und Weise auf den Sockel gehoben werden, wollen von uns, dass wir sie etwas höhere als etwas Höheres und uns etwas Niedrigeres ansehen. Wir sind Teil eines Ganzen und du kannst das sicherlich aus deinem Umgang mit Joshua, mit Mutter Maria, mit Gott Indra auch erklären, wie gehen die mit dir um? Ich werde als Gleiche unter Gleichen behandelt. Die wollen Ja, nicht, dass ich einen Unterschied sehe. nein, Das nein, behindert die Arbeit. ja, ja. Und wir müssen uns klar machen, das, was wir hier durchmachen, das haben die in den anderen Dimensionen auch durchgemacht, wahrscheinlich noch einiges länger als wir. Also gegenseitiges Verständnis, gegenseitige Hilfe, das ist das Motto, nach dem ich arbeite. Ja. Und es ist erfüllend, weil es immer nur darum geht, die Frage zu stellen, wie kann ich zum Ganzen beitragen? Und wenn mir das gelingt, dann wird für mich selbst automatisch gesorgt. Ich muss also nicht sagen, erst sorge ich mal für mich und dann der Rest. Ja, Ja, das ist ja, worunter der Dualismus gelitten hat oder uns hat leiden lassen und deshalb muss er auch enden. Wir brauchen ihn nicht mehr. kommen wir noch einmal zum Thema Integration. Es geht ja auch um die Integration ins Licht dessen, was dunkel ist, in uns, um uns herum, in anderen Dimensionen. Deswegen die Frage, wie kann es sein, dass Wesen, die eigentlich immer als schlecht, als böse galten, plötzlich da sind, um mit uns zusammenzuarbeiten? Ähm, Wichtige Frage. Aus der Perspektive unserer Schöpfung, also des göttlichen Vaters, der kosmischen Mutter, die machen den Unterschied nicht. Richtig oder falsch, versagt oder nicht oder richtig gemacht. Die suchen nach der Einheit allen Lebens. Das heißt, alle, die zum Beispiel im dunklen Universum, gibt es welche, die da freiwillig waren. Die große Mehrzahl der Leute war das Gegenteil. Die sind durch Tricksereien da reingebracht worden, die sind durch Gewalt da reingebracht worden oder die sind durch Erpressung da reingebracht worden. All diese Wesen haben gelitten, viel mehr als wir unter den dunklen Kräften gelitten haben. Da gibt es kein Licht, keine Liebe, kein Verständnis, keine Empathie, nichts. Da gibt es nur, du führst aus wie ein Sklave oder es gibt Strafe. Das ist eine ganz brutale Welt. Wenn die aus freiwilligen Stücken gesagt haben, wir wollen ins Licht, wie zum Beispiel jemand, der im westlichen Kontext verteufelt wird, wie Mephisto, ohne dessen freiwilliges Aufstehen und sagen, ich bin gewählt worden, um für, sagen wir mal, das Mittelmanagement der dunklen Kräfte zu sprechen. Wir glauben nicht mehr an unsere Führung durch die 12 Uhr Übel. Die kümmern sich nicht um uns. Wir sind bereit, ins Licht zurückzukehren. Wir sind bereit, uns auf Ehrlichkeit prüfen zu lassen. Wir brauchen Heilung, aber wir wollen zusammenarbeiten und helfen.
Ich persönlich arbeite seit April mit Mephisto in schwierigsten Situationen, wo ich energetisch attackiert wurde, gesundheitlich. Und er und inzwischen ein großes Team von ihm sind helfend eingeschritten. Der hat also Monate am Stück uns Dinge in der dunklen Seite im Paralleluniversum gezeigt, die wir alleine nie gefunden hätten. Also erst durch solche Erläuterung von dir kann einem ansatzweise klar werden, worum es hier eigentlich gerade geht. Namas University einerseits hilft bei der Seelenanbindung, andererseits diese ganze Energiearbeit, die im Hintergrund stattfindet. Also es hört sich eben sowas von ungewöhnlich an für viele, dass wir darüber, glaube ich, noch öfter sprechen müssen. Ich weiß, die Chroniken Nummer 4 des Sanat Kumara sind in Arbeit, um alles näher Ja. zu Also vermitteln. das vielleicht am Mhm. vielen bekannteste Parallelereignis auf der Erde hier sind die sogenannten Whistleblower. Das heißt, Menschen wie ein Edward Snowden, der sagt, wisst ihr überhaupt, was die Geheimdienste da hinter eurem Rücken treiben, der flüchten muss, um sein eigenes Leben fürchten muss, weil er die Wahrheit sagt. Ganz viele Menschen, die zum Beispiel heute auf der Erde in kriminellen Umfeldern sind da aus Not und nicht freiwillig. Ganz viele Menschen in Top-Führungspositionen von ausbeutenden Industrien sind da, weil ihr Ego sagt, ich will Macht und Geld. Verstehen die vollständig, was sie da tun, wem sie sich ausgeliefert haben? Meines Erachtens nein, nach diesen 14 Monaten Gesprächen. Aber es ist teilweise meine Arbeit jetzt mit dem Sanat Kumara und den Kollegen, das detailliert offenzulegen. Und ich bitte auch alle zu warten, bevor sie sich ein schnelles Urteil bilden, sich erstmal mit den dargestellten Fakten auseinanderzusetzen. Und auch zu sehen, wir hatten irgendwann mal eine Vorlesung zum Thema Intuition. Also es gibt eine schwache Intuition, es gibt eine Intuition, du hörst deine innere Stimme, du weißt, sie ist, ja. Das hat sich bei den meisten eben auch schon wirklich verbessert. Und du kannst es immer weiter verbessern, indem du auch selbst die Intention setzt. Also auf diese innere Stimme zu hören, nicht? Und die ist immer ruhig. Ja, Gibt keine aufgeregten Antworten und die regt sich nicht auf, sondern das ist eine ruhige Stimme. Und mit der würde ich doch in den Austausch gehen, in den Dialog, wenn ich mich Dinge frage. Ist das korrekt? Und dann hörst du eine Antwort. ja. Auch wichtig, diese Intuition abzugrenzen von einem spontanen Gefühl. Ich habe häufiger gehört, ja, aber das fühlt sich nicht richtig an. Ja. Verglichen womit? Mit dem, was in der Bibliothek meines Geistes Mhm. abgespeichert ist, Mhm. oder gegengecheckt über meine Intuition, die klar und rein ist mit meiner Seele. Das ist ein Riesenunterschied. Oder Es die gibt Absicht setzen, in Neutralität zu empfangen. Wir sind Mhm. es gewohnt, all die Ereignisse, die uns betreffen, in, sag ich mal, Kästchen in unserer Welt einzuordnen. Und diese Kästchen sagen mehr oder weniger, das kann ich akzeptieren, das tut mir nicht weh, aber das tut weh. Und dieses Kästchen, das tut weh, ist riesengroß für die allermeisten. Und wenn ich da in diesen Kästchen eben auch meine Überzeugung und mein Weltbild abgespeichert habe, dann ist das erste Gefühl, wenn jemand das in Frage stellt, mit neuen Informationen, genau diese Reaktion: fühlt sich nicht gut an, fühlt sich nicht gut an, Mhm. angstgesteuert. Ja. Deshalb ist das, wie du es gerade beschrieben hast, so wesentlich. Mir ist gerade eine schöne Frage eingefallen. Frage an die Seele. Was ist dein Weltbild? Im Gegensatz zu meinem, die ich hier noch Ja, beeinflusst bin. Was ist dein Weltbild? Und dann mal ja, einen Zeichenblock vor sich haben, aufschreiben
oder wie auch immer fließen lassen, was von der Ja, Seele kommen will. bevor ich es anfange, mit meinem Denkkästchen zu zerhacken. Mhm. Ja, Mhm. das ist doch ein schöner Schlusspunkt für heute. Finde ich auch. Ich bin gespannt, worum es beim nächsten Mal geht. Wir lassen uns da im Moment ein bisschen inspirieren und sind da etwas spontan. Wir freuen uns auf Fragen. Wir werden die, wie gesagt, in Themengebieten weiter abhandeln und wir folgen natürlich den Hinweisen, die uns unsere Meisterlehrer geben, was wir gerade thematisieren sollten. Mhm. Allen Zuhörern, Zuschauern für heute vielen Dank. Wir sehen uns am nächsten Samstag wieder. Bis dann. Bis Tschüss. dann.